Damit es in deinem Bild auch mit den Rissen im Marmormehl klappt und dir nicht das Material wie hier von der Leinwand fällt, schau dir dieses Video an. Da mich immer wieder Fragen erreichen, wie Marmormehl angerührt werden muss und auch in den verschiedenen Foren verschiedene Angaben kursieren, würde ich euch gerne heute mal zeigen, was welches Medium mit dem Marmormehl macht. Ich starte hier das erste Mal mit 100 Gramm Marmormehl und das Bindemittel in Anführungsstrichen ist in diesem Falle Wasser. Ich verzichte hier ganz konkret auf eine Mengenangabe, also wie viel Wasser ich zufüge. Ich möchte, dass ihr das selbst mal versucht und startet grundsätzlich mit einer sehr kleinen Menge, egal ob Wasser oder ein anderes Bindemittel, und schaut, wie das Marmormehl reagiert. Die Menge, die jetzt drin ist, so weit unterrühren, wie es irgendwie geht. Und dann wird natürlich klar, das reicht nicht. Dann könnt ihr die nächste Menge Bindemittel hinzufügen. Und so tastet man sich ganz langsam ran, bis dann ein Brei entstanden ist, der homogen ist, also einheitlich. Das Pulver ist nicht mehr sichtbar. Und die Masse ist so weit geschmeidig, dass man sie auch aufspachteln kann. Hier fehlt noch eine kleine Menge Flüssigkeit, dann ist dieser Zustand erreicht. Wenn das Marmormehl richtig ist, dann kannst du das im Umrühren hören, dann schmatzt das Marmormehl. Und bei allem, was ihr an Flüssigkeit hinzugebt, ist der wichtigste Punkt immer wieder gut umrühren. Ihr seht, ich drücke das also auch mit dem Löffel breit, ich drücke das an den Rand heran, sodass es also wirklich eine homogene Masse wird. Und ihr seht, wie sich das Marmormehl jetzt auch verändert. Das bleibt also nicht in dem gleichen Zustand, sondern durch das Umrühren kriegt es diese Geschmeidigkeit. Und dann habe ich mir eine Leinwand vorbereitet, sie in 4 Teile geteilt. Das ist jetzt die Nummer 1, also Marmormehl mit Wasser. Hier streiche ich das Marmormehl an einigen Stellen sehr dick auf, an einigen Stellen dünner und dann schauen wir, wie das nach dem Trocknen ausschaut. Jetzt kommen wir zur zweiten Mischung. Es geht wieder los mit 100 Gramm Marmormehl. Und diesmal ist das Bindemittel ein Gemisch aus Acrylbinder und Wasser im Verhältnis 1:1. Ich habe mir das hier schon in einer Flasche zurechtgemischt und gebe das jetzt in kleinen Portionen nach und nach zum Marmormehl hinzu. Verrühre das immer wieder gut. Jetzt ist es noch sehr bröckelig, aber gleich werdet ihr sehen, irgendwann greift es plötzlich und wird also dann doch eine homogene Masse. Und es ist immer weniger, als man denkt. Und dann kommt wieder die Leinwand zum Einsatz. Es ist diesmal das Feld Nummer 2, was ich mit der Spachtelmasse bestreiche. Auch da wieder einen dickeren Teil und einen dünneren Teil, um zu sehen, ob sich schöne, große, dicke Risse bilden. Und teilweise ist die Schicht hier auch 1 Zentimeter dick, weil sonst können sich einfach nicht diese Risse bilden. Ihr seht das hier nochmal von der Seite. Das ist wirklich doch eine ganz starke Schicht. Dann kommen wir zur dritten Mischung, wieder 100 Gramm Marmormehl und diesmal ist es reiner Acrylbinder, den ich hinzusetze. Auch hier ist es wieder wichtig, dass du ganz langsam mit dem Acrylbinder beginnst. Wenn du das intuitiv machst, im ersten Schritt hast du sofort zu viel Binder hinzugesetzt. Also ganz wenig hinzusetzen, beginnen umzurühren und zwar immer gut umrühren und dann erst die nächste Menge hinzusetzen. Dann gibt es irgendwann diesen Punkt, wo das Marmormehl plötzlich greift und dann die richtige Mischung aufweist, die richtige Cremigkeit aufweist, mit der man dann also auch super spachteln kann. Und ich kann in diesem Zusammenhang auch nur dazu raten, es mit einem Löffel anzurühren, weil du dann deutlich mehr Gefühl für das Material hast, als wenn es zum Beispiel mit einem Mixer gemacht wird. Diese Masse spachtel ich jetzt in das Feld 3, also das war Marmormehl und Binder. Und auch hier wieder der Auftrag, an einigen Stellen dicker, an einigen Stellen dünner, damit man das nach dem Trocknen gut vergleichen kann, wie es sich zu den anderen Flächen verhält. Das sind dann auch so die typischen Strukturen, die einfach schön nach dem Trocknen aussehen, weil sie so eine Kante haben und dort aufbrechen. Es ist also nicht alles zugespachtelt in einer großen Fläche, sondern es hat Unterschiede. Und jetzt kommen wir zur vierten Mischung.
Dieses Mal versetze ich die 100 Gramm Marmormehl mit Acryldispersion. Das ist eine spezielle Dispersion, das ist also nicht die, mit der wir sonst Pigmente anrühren. Die Links zu diesen Produkten findet ihr in dem kostenlosen Begleitheft. Und dann gebe ich jetzt nach und nach diese Dispersion hinzu, bis ich die richtige Konsistenz habe und fülle dann mein Feld Nummer 4 aus. So, 2 Tage später, alles ist trocken und jetzt schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Zur Erinnerung, die 1 war Marmormehl mit Wasser und da seht ihr, das geht gar nicht, das hält überhaupt nicht, das Marmormehl hat keine eigene Haftkraft, es braucht etwas anderes, um das dauerhaft auf der Leinwand zu halten. Es ist sogar so, dass das Marmormehl noch an den Händen abfärbt, weil das so pulverig ist, so staubig. Also Wasser könnt ihr komplett vergessen, geht nicht als Bindemittel. Unser zweites Feld, das war Wasser und Binder im Verhältnis 1:1. Das sieht schon sehr schön aus, wir haben vor allem tolle Risse, aber ja, es scheint fest zu sein. Wenn ich jedoch von unten gegen die Leinwand drücke, dann seht ihr, dass es nicht endgültig haftet. So ein Druck von unten gegen die Leinwand, das kann beim Transport passieren, das kann eine ungeschickte Bewegung sein und das könnte bedeuten, dass doch Schollen von der Leinwand fallen. Erst bei der Nummer 3, da haben wir das perfekte Ergebnis. Das war Marmormehl mit Binder, ohne Zusatz von Wasser. Und wenn ich dort von unten gegenstreiche, hält das auch meine Marmormehlschicht aus und die Risse sind natürlich fantastisch geworden. Und auch die Nummer 4 mit der Acryldispersion ist bombenfest. Das bricht nicht, also es bricht schon, aber es bricht nicht von der Leinwand runter. Und das ist das, was wir erreichen wollen. Das heißt, die beiden Ergebnisse 3 und 4 mit purem Acrylbinder und mit purer Acryldispersion, die beiden liefern das perfekte Ergebnis.